Zukunft Regionalbank. Experten, Einblicke, Lösungen. Der Regionalbanken-Podcast von Simon Kucher mit Steffen Ulitzka. Die größte Wachstumschance im Baufinanzierungsgeschäft liegt heute nicht mehr allein im Neugeschäft, sie liegt im Bestand. Warum genau jetzt über 500 Milliarden Kundenbindung und die Zukunft des Vertriebs entschieden wird, dazu spreche ich heute mit meinem Kollegen Jonathan Schöck. Jonathan, magst du dich kurz vorstellen? Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Steffen. Ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Jonathan Schöck, mein Name. Ich bin Senior Manager bei Simon Kucher hier im Frankfurter Büro. Schön, dass du heute hier bist. Schön, dass ich Teil deines Podcasts sein darf. Vielleicht ganz kurz, was mache ich? Wo komme ich her? Was ist so ein bisschen auch mein Hintergrund hier bei uns im Team? Ich bin gemeinsam mit den Kollegen Steven Kiefer und Hendrik Tacke verantwortlich für das Thema Zinsgeschäft bei Regionalbanken. Das heißt insbesondere für die Themen Einlagengeschäft, Baufinanzierungsgeschäft und das gewerbliche Kreditgeschäft. Verantworte das, wie gesagt, mit den beiden Kollegen für den deutschen und den österreichischen und Schweizer Markt. Kommt vom Hintergrund her, ehrlicherweise, aber gar nicht ganz so klassisch, wie man das vielleicht vermuten würde, aus der BWL-Ecke, wie meine beiden Kollegen, sondern bin eigentlich studierter Mathematiker. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das, was uns als Dreiergespann ehrlicherweise an der Stelle ausmacht, dass wir eben zum einen diese sehr wirtschaftliche Kompetenz auf der einen Seite verbinden mit eben auch mathematischem Hintergrundwissen, entsprechend für Modellrechnungen, für kalkulatorische Themen und so weiter und so fort. Und das ist quasi das, was ich aktuell schon in das Team eben an der Stelle mit einbringe und jetzt auch insofern gerade noch verstärke, dass ich parallel zu dem Job als Berater quasi hier bei Simon Kucher intensiv im Thema der künstlichen Intelligenz auch forsche, gerade eine Promotionsarbeit auch zu dem Thema schreibe und insbesondere eben mich darauf nochmal konzentriere, ich sag mal, was sind so mögliche Optimierungswege in der KI? Durchaus auch ein Thema, was auch im Thema Prolongation, Baufinanzierung interessant sein wird, mit Sicherheit, mit Blick in die Zukunft. Von daher, wenn wir da vielleicht nachher noch ein paar Minuten haben, kann ich da auch gerne einmal ganz kurz drauf eingehen an der Stelle. Sehr schön. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mal eine Ebene tiefer ein. Thema ist ja auch, dass ihr eine Studie durchgeführt habt, eine Prolongationsstudie. Jetzt ist es allerdings nicht die erste Auflage, sondern die zweite Auflage. Ihr habt das Ganze letztes Jahr schon mal gemacht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum braucht es denn überhaupt eine zweite Auflage und was sind da so ein bisschen die Hintergründe? Ja, vollkommen berechtigte Frage. Vielleicht für die Zuhörer, die die erste Studie damals nicht gelesen haben oder nicht so intensiv verfolgt haben, noch mal ganz kurz so ein bisschen. Was war damals die Motivation auch hinter der ersten Studie? Natürlich verfolgen wir durch unsere stetigen Baufi-Projekte sehr, sehr intensiv den Markt, die Entwicklungen und so weiter und so fort. Und haben eben da Mitte 2025 war das schon in den Zahlen gesehen, dass sich so eine Prolongationswelle andeutet. Das heißt, wir hatten die Vermutung, basierend auf den Abschlussvolumina im Neugeschäft der vergangenen Jahre, insbesondere 2015 bis 2021, dass jetzt eben eine Prolongationswelle kommen müsste. Einfach daher kommt 10 Jahre Zinsbindung, 2015 plus 10 Jahre sind wir eben in 2025, dass quasi diese Rekordvolumina von damals jetzt ein zweites Mal an uns vorbeikommen müssten. Damals aber, wie gesagt, wirklich eine reine Theorie, wo wir ehrlicherweise auch als die Ersten damals im Markt eben gesagt haben, hier, das müsste jetzt kommen, wir müssten das sehen, seid also darauf vorbereitet. Und was 2025 eben noch eine Theorie war, ist jetzt 2026 eben wirklich schon gelebte Praxis. Das heißt, in vielen Projekten aktuell ist das wirklich ein Thema, was ganz, ganz, ganz viele Banken beschäftigt, wo wir in ganz vielen Zahlen, Abschlussvolumina von Banken eben sehen, dass Prolongation und Neugeschäft jetzt vielleicht nicht ganz bei 50-50 Verteilung stehen, aber zumindest in die Richtung gehen. Und diese Prolongationswelle eben wirklich angekommen ist. Und deswegen war es uns jetzt eben ein Bedürfnis, diese Studie quasi ein zweites Mal durchzuführen, aber jetzt an dem Punkt, wo wir eben schon in der Welle drin sind, um wirklich nochmal zu überprüfen, passen denn die Zahlen, die wir damals genannt haben, sehen wir die jetzt auch wirklich? Und dann den Fokus aber auch darüber hinaus nochmal zu legen auf das Thema Kundenverhalten. Da haben wir eine interessante Marktforschung durchgeführt, auch mal einen Business Case gerechnet. Was macht denn jetzt erfolgreiches Prolongationsmanagement aus? Und das war so ein bisschen die Motivation, wieso wir gesagt haben, eine zweite Studie macht jetzt schon Sinn, einfach um das Ganze, was wir in der ersten Studie als These in den Raum gestellt haben, nochmal zu überprüfen und zu bestätigen. Jetzt habt ihr einen Aspekt natürlich auch dabei gehabt, dass ihr auch gesagt habt, ja, im Grunde genommen ist diese Botschaft, dass das Thema so wichtig ist, noch nicht bei allen so richtig angekommen. Also die Größen, die Bedeutung der Prolongationswelle wird dann häufig von den Marktteilnehmenden doch noch unterschätzt. Wie kommt ihr denn zu dieser Einschätzung?
Ehrlicherweise, ohne da jetzt jemandem die Schuld in die Schuhe schieben zu wollen, gibt es, ich sag mal, im Markt kursieren relativ viele Zahlen, die so ein bisschen irreführend sind. Ich glaube, eine Zahl, die ganz, ganz viele beobachten, sind immer die Neugeschäftsvolumina in der Baufinanzierung, die auch von der Bundesbank auf monatlicher Ebene reported werden, wo man sich wirklich eben einfach mal einen Überblick verschaffen kann. Wie läuft das Ganze? Wie viel Volumen wurde da abgeschlossen? Und so weiter und so fort. Und da muss ich aber die Bundesbank auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Wir haben mit den Kollegen da jetzt auch im Zuge dieser zweiten Studie sehr, sehr intensiv uns ausgetauscht, viele Telefonate geführt und sind mal so ein bisschen auf Ursachenforschung gegangen, weil wenn ich mir rein die Zahlen der Bundesbank anschaue, dann sehe ich jetzt mal am Beispiel des Jahres 2025 240 Millionen Euro Baufi Neugeschäftsvolumen in Deutschland. So ein bisschen zur Einordnung, wenn das wirklich so wäre, würde das bedeuten, wir sind im Neugeschäft aktuell wieder auf dem nahezu identischen Stand, wo wir eben auch in diesen Rekordjahren 2020, 2021 und Beginn 2022 mal waren. Der Schein trügt aber ehrlicherweise so ein bisschen, weil das Problem ist, dass die Bundesbank eben, wie gesagt, Neugeschäftsvolumen reportet, in diesem Neugeschäftsvolumen sich aber auch Prolongationsgeschäft mit drin befindet. Das ist so ein bisschen, ehrlicherweise, wie gesagt, schwierig für die, das auch rauszufinden, weil wir machen mal ein Beispielszenario. Der Kunde, die Prolongation steht an, 10 Jahre Zinsbindung sind rum und der Kunde wechselt im Zuge der Prolongation die Bank. Dann ist es für die Bundesbank nahezu unmöglich zu unterscheiden, hat die neue Bank jetzt gerade eine Prolongation einer anderen Bank übernommen oder ist das wirklich ein reines Neugeschäft? Das heißt, die Bundesbank wertet es am Ende einfach als Neugeschäft, ohne zu wissen, dass es eigentlich eine Prolongation gewesen wäre. Und deswegen trügen so ein bisschen die Zahlen. Wie gesagt, in diesen 240 Millionen ist das Prolongationsgeschäft quasi enthalten. Und die Frage war dann so ein bisschen, ja, wie viel macht es denn jetzt am Ende des Tages aus? Weil rein das, was die Bundesbank uns da wieder sagt, da reden wir über 18%, das ist jetzt nicht nichts, aber auch eben wirklich nicht viel. Das würde suggerieren, wir haben eigentlich gar keine Prolongationswelle. Und die Austausche, die wir mit den Kollegen dort hatten, haben dann eben gezeigt, naja, wir haben die Prolongationswelle eigentlich schon. Und wenn wir das alles eben wirklich mal 1:1 so runterrechnen und jede Finanzierung mal anschauen, dann kommen wir auf Werte am Ende auch in den Bundesbankzahlen, die sehr, sehr, sehr nah an dem dran sind, was wir schon letztes Jahr in der Studie aufgeworfen haben. Das heißt, wir haben das damals genannt, die 500 Milliarden Euro Frage, die jetzt die nächsten Jahre quasi im Raum steht, die stellt sich tatsächlich und die stellt sich aber jetzt nicht mehr nur theoretisch, sondern wir sind eigentlich mittendrin. Die Prolongationswelle läuft und wir müssen uns wirklich jetzt akut mit dem Thema beschäftigen und nicht mehr darüber nachdenken, was in ein paar Jahren vielleicht mal irgendwann sein sollte oder sein könnte. Ja, vor allem, wenn ich halt wirklich den Umfang einfach betrachte, alles mal gesagt, es steuert bei vielen Banken schon in Richtung auf 50-50. Wenn ich da jetzt 240 Milliarden als Basis habe, das sind dann schon sehr, sehr signifikante Volumen. Jetzt habt ihr aber in der Studie nicht nur festgestellt, dass allein das Volumen ein Faktor ist. Dass es jetzt nicht nur darum geht, dass es hier um signifikante Milliardenbeträge auch geht, die sich da abspielen, sondern tatsächlich auch, dass sich für Kunden und Banken einfach die Situation etwas anders gestaltet und das nochmal spezieller ist. Vielleicht könntest du da nochmal was zu sagen. Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, wie so oft lässt sich das ganz gut zusammenfassen. Am Ende geht es eigentlich ums Geld. Und zwar sowohl für die Kunden als auch für die Banken. Vielleicht mit der Perspektive der Kunden an der Stelle mal angefangen. Wir haben so ein bisschen die Besonderheit aktuell, dass das aktuelle Zinsumfeld für viele Kunden eine massive Zinssteigerung bedeutet. Wenn wir die letzten 40 bis 50 Jahre mal zurückgucken, dann war es tatsächlich so, dass Kunden sich in der Regel im Zuge der Prolongation im Zinssatz vergünstigt haben. Um genau zu sein, 89% der Fälle war das eben der Fall. Das heißt, in der Regel war es so, die Zinsbindung ist abgelaufen, der Kunde kam zur Prolongation und die Bank konnte sagen, hier, lieber Kunde, super Nachrichten, es wird sogar noch günstiger. Jetzt haben wir, wie gesagt, auch 11% der Fälle gehabt, wo es schon mal teurer geworden ist für den Kunden, allerdings noch nie so drastisch wie aktuell. Also die Kunden, die vor 10 Jahren mal ihre Erstfinanzierung abgeschlossen haben und jetzt eben in die Anschlussfinanzierung gehen, da reden wir teilweise über Zinserhöhungen von 2,5 bis 3 Prozentpunkten, wo es jetzt wirklich teurer wird für den Kunden. Wir haben das in der Studie mal an so einem Beispielszenario mal durchgerechnet, was es ganz plakativ macht. Nehmen wir mal so eine durchschnittliche Baufinanzierung. 300.000 Euro Volumen, vor 10 Jahren, 2% Tilgung, 1,8% Zins, dann hat der Kunde so roundabout 950 Euro Rate monatlich bezahlt. So. Das heißt, der Kunde stellt sich darauf ein, knapp 1.000 Euro, die ich jetzt jeden Monat in die Bank abgebe, passt. Jetzt, 10 Jahre später, kommt er zur Prolongation. Zinsumfeld ist eben ein anderes. Er hat ja aber auch schon eifrig getilgt. Also von den 300.000 Euro ursprünglich sind jetzt noch 230.000 Euro ungefähr übrig.
Tilgung nach wie vor 2%. Der Zinssatz ist aber nicht mehr 1,8, sondern jetzt 4,3%, was aktuell absolut realistisch wäre als Zinssatz. Dann erhöht sich die Rate für den Kunden pro Monat mal ebenso um 300 Euro. So, das ist von 900 auf 1200 schon ein ziemlicher Sprung, wo ehrlicherweise viele Kunden vor der Frage quasi stehen, kann ich mir das überhaupt noch leisten? Und insofern wird es für die Kunden eben jetzt wirklich zu einer Frage des Geldes. Kann ich mir die neue Rate überhaupt noch leisten? Genauso wie für den Kunden wird es aber auch für die Bank zu einer Frage des Geldes. Und wir haben uns nämlich eben auch mal in der Studie intensiv angeschaut, wie verhalten sich denn quasi Referenzzinsen, so eine 10-Jahres-Bundrendite im Vergleich zum tatsächlich verlangten Kundenzins in der Baufinanzierung. Und da ist eben das Besondere jetzt gerade in so einem Zinsumfeld um die 3, 4, 5%, in dem wir uns aktuell auch bewegen, dass der Kundenzins nicht im gleichen Maße steigt wie der Referenzzins. Das heißt, um mal so ein Beispiel auch da aus der Luft zu greifen, ungefähr 100 Basispunkte Anstieg in der 10-Jahres-Bundrendite im aktuellen Zinsumfeld bedeuten nur in Anführungsstrichen 82 Basispunkte Anstieg im Kundenzins. Das heißt, der Referenzzins wächst schneller als der Kundenzins und am Ende heißt das für die Bank einfach, die Marge wird geringer. Das heißt, die Banken laufen aktuell quasi in der Phase, wo es für die Kunden schon teurer wird und man als Bank erstmal initial ja darauf bedacht wäre zu sagen, naja, dann machen wir die Konditionen einfach ein bisschen günstiger, dann kann sich der Kunde das besser leisten, laufen die Banken eben on top noch in die Herausforderung rein, dass sie auch noch auf der Margenseite verlieren und eigentlich auch in die eigene Bilanz schauen müssen und sich da auch nicht mehr alles leisten können. Das heißt, sowohl für Kunde als auch für die Bank wird es wirklich teuer in dieser Prolongationswelle. Jetzt hattet ihr euch ja im Kontext der Studie insbesondere auch das Kundenverhalten angeschaut, wie sich da auch was für Faktoren damit reinspielen. Und ganz offen mal gefragt, was hat dich dabei am meisten überrascht? Ich hatte es eingangs ja schon gesagt, wir haben jetzt im Zuge dieser Prolongationswelle auch nochmal eine groß angelegte Marktforschung durchgeführt. Und Teil dieser Marktforschung war auch eine sogenannte Conjoint-Befragung. Diese Conjoint-Befragung dient quasi dazu, dass wir den Kunden wirklich mal fiktive Baufinanzierungsangebote an die Hand geben und die Kunden dann entscheiden, was ist für mich wie attraktiv, was würde ich eher abschließen und so weiter. Und diese fiktiven Angebote enthalten halt eben auch einen Anbieter, eine Laufzeit, einen Zinssatz, eine Tilgung und so weiter. Also sind eigentlich wie normale Baufinanzierungsangebote, wo die Kunden dann eben entscheiden. Wir machen das Ganze aus dem Grund, dass wir dann quasi für jeden Kunden individuell ermitteln konnten, wie wichtig ist jedem Einzelkunden oder jedem Einzelmarktforschungsteilnehmer welches der Attribute in der Marktforschung. Also wie wichtig ist den Kunden die Laufzeit, der Anbieter, der Zinssatz und so weiter. Und am Ende ist natürlich dann das Spannende, sich nicht das auf Einzelkundenebene anzuschauen, sonst hätten wir irgendwie 4000 verschiedene Szenarien, sondern die Kunden so ein bisschen zu clustern in einzelne Segmente. Und da haben sich eben bei uns jetzt, und das ist eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte, 3 klare Segmente rauskristallisiert. Das erste, das ist quasi der Zinsoptimierer. Das ist der Kunde, dem geht es am Ende um den Zinssatz, wie so oft. Der ist einfach darauf bedacht, dass er den besten Zinssatz bekommt. Und dann ist dem Kunden ehrlicherweise auch nur zweitrangig wichtig, bei welcher Bank das Ganze ist, was die Laufzeit dahinter ist und so weiter. Die zweite Kundengruppe, das sind die Hausbanktreuen. Das sind also wirklich die Kunden, die sind schon seit Jahrzehnten bei ihrer Bank. Denen ist der Anbieter eben sehr, sehr, sehr wichtig. Die sind aber dafür, dass es bei ihrer eigenen Bank läuft, auch bereit, beim Zinssatz vielleicht ein bisschen mehr zu zahlen oder ein bisschen längere oder kürzere Laufzeiten zu akzeptieren oder wie auch immer. Da spielt der Anbieter quasi die Hauptrolle. Und die dritte Gruppe, wir haben die mal die Ratenbetroffenen genannt. Das sind am Ende eben die Kunden, die, wie ich das mal vorhin an dieser Beispielrechnung so ein bisschen auf dem Bierdeckel vorgerechnet habe, die jetzt an der Situation stehen, dass sie sich ihre Rate nicht mehr werden leisten können und deswegen mehr oder weniger so ein bisschen gezwungen sind, sich jetzt irgendwie vielleicht auch umzuschauen, bekomme ich das Ganze irgendwo günstiger, die einfach wirklich betroffen sind von der Erhöhung der Rate. Und was halt eben wirklich, wirklich spannend ist an diesen 3 Kundengruppen ist, die wirken ja erstmal sehr, sehr, sehr unterschiedlich, haben aber am Ende des Tages alle die gleiche Abwanderungsgefahr, nur aus anderen Gründen. Also um auch da vielleicht ein Beispiel zu machen, der Zinsoptimierer, in der Vergangenheit war es ja häufig so, Banken haben einfach im Zuge der Prolongation ein Standardanschreiben an die Kunden rausgeschickt, da stand dann drin, lieber Kunde, Baufinanzierung läuft aus, neuer Zinssatz X, neue Rate Y, gerne einmal bestätigen und dann machen wir genauso weiter die letzten 10 Jahre. Hat auch in der Vergangenheit super funktioniert, weil die Rate wurde in der Regel ja günstiger, der Zinssatz ist ja in der Regel gefallen. Das klappt jetzt nicht mehr so gut. Machen wir das jetzt, verärgern wir ehrlicherweise alle
3 Kundentypen auf andere Wege, aber in Summe gleichermaßen. Also wir haben das in der Studie ganz gut zusammengefasst, One Size Fits All wird eigentlich relativ schnell zu One Size Fits None. Und wir schießen mit so einem Standardangebot eigentlich gleichermaßen an allen 3 Kundengruppen vorbei und verärgern die alle gleichermaßen und verlieren dann eben im ganz, ganz, ganz großen Stile auch im Bestand einfach im Zuge der Prolongation Kunden. Wenn ich das jetzt natürlich die Erkenntnisse für mich nutzen möchte als Bank und mich dort besser aufstellen möchte, was heißt das denn jetzt ganz konkret für Regionalbanken? Was soll ich denn dann tun? Ja. Also früher war es tatsächlich häufig so, Prolongation war zum einen vom Volumen herkommen, zum anderen aber auch vom Aufwand, der dahinter stand, eher so eine Art, ich nenne es mal Nebengeschäft für die Banken. Ne? Also der Fokus lag immer sehr, sehr, sehr stark wirklich auf dem Neugeschäft mit den Kunden, die zum ersten Mal finanzieren, denen wir das ganze Thema noch mal ein bisschen im Detail erklären müssen, die wir an die Hand nehmen wollen und so weiter und so fort. Und die Prolongation, die lief nebenher. Wie gesagt, die Banken haben da häufig einfach einen Brief verschickt an die Kunden, haben reingeschrieben, neuer Zins, neue Rate, bitte unterschreiben. Und das hat dann auch in der Vergangenheit super, super gut funktioniert. Das funktioniert jetzt so nicht mehr. Also es muss jetzt wirklich, wir müssen als Bank jetzt dazu übergehen, dass wir das Thema Prolongation als aus vertrieblicher Sicht eigenes Geschäftsfeld verstehen und eben auch so behandeln. Das heißt, eigene Prozesse, möglicherweise auch eigene Produkte für das Thema. Nicht ein Standardanschreiben für alle Kunden, sondern wirklich individuell auf die Kundenbedürfnisse eingehen. Und wenn wir das nicht machen, dann verlieren wir wirklich massiv Kunden und entsprechend eben auch massiv Umsatz. Auch da habe ich in der Studie mal ein bisschen gerechnet und habe mal versucht, so einen Business Case zu dem Thema aufzustellen, wo am Ende des Tages eben verschiedene Faktoren natürlich einen Einfluss drauf haben. Zum einen das Thema Marge, hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass die generell unter Druck steht. Das heißt, die Kunst am Ende des Tages eben auch darin liegt, jetzt an Marge zumindest mal nicht einzubüßen, idealerweise die auch natürlich noch ein bisschen auszubauen, aber zumindest mal nicht einzubüßen. Und das andere ist eben das Thema Prolongationsquote. Das heißt, wie viel Prozent der Kunden, die auf mich zukommen, kann ich am Ende auch wirklich überzeugen, dass die bei mir prolongieren. Und der Unterschied zwischen, ich sag mal, wenig erfolgreichem und sehr erfolgreichem Prolongationsmanagement, der liegt bei etwa 1,5 Millionen Euro pro 100 Millionen Baufi-Neugeschäft. Das heißt, wenn wir uns irgendwie mal so eine durchschnittliche Regionalbank nehmen, dann geht es da wirklich schon schnell auch um mehr als 1,5 Millionen Euro pro Jahr, die eben dann abfließen, wenn wir das Thema nicht als eigenes Geschäftsfeld verstehen, wenn wir weiterhin alle Kunden mit einem Standardangebot ansprechen. Und da verlieren wir wirklich Geld auf der Ertragsseite bei uns. Das sind ja wirklich sehr signifikante Summen dann auch, wenn man überlegt, was teilweise Geld an anderer Stelle investiert wird, um an Kunden ranzukommen. Wenn ich dann auf einmal 1,5 Millionen Ertrag jeweils liegen lasse pro 100 Millionen Bauführvolumen, dann ist das schon nicht ganz zu vernachlässigen. Es war ein Aspekt tatsächlich, um da auch so ein bisschen den Bogen wieder rüber zu schlagen. Das ist ja auch angesprochen, dass es darum geht, ja, wie kann ich den Kunden bearbeiten, wie interagiere auch mit dem Kunden, was da schon mit reinspielt. Und ich sag mal so, du hattest ja am Anfang schon mal deine andere Passion sozusagen mit erwähnt, das ganze Thema KI. Da geht es ja dann auch insbesondere darum, auch durchaus, wie verändert sich vielleicht auch die Kundenrecherche, das Verhalten, wie geht der Kunde damit um, wenn zum Beispiel so ein Brief einfach kommt, nimm es mal an oder nicht. Was würdest du da sagen, was sind da so die Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann? Ich glaube, du hast es ganz treffend gesagt. Genau, meine Passion findet sich hier quasi direkt wieder. Von daher, aktuell kann ich das quasi ganz gut verbinden mit meiner Promotion und eben dem akuten Drang auch in der Prolongation. Ich glaube, wie ich jetzt ja schon einige Male gesagt habe, wir sind gerade wirklich in einer Phase, wo eine massive Kundenbewegung im Markt stattfindet, wo sich einfach viel mehr Kunden ehrlicherweise gezwungenermaßen informieren als in der Vergangenheit. Das Thema, welche Rolle spielt dabei die KI, untersuchen wir jetzt auch schon länger und hatten auch jetzt da gerade kürzlich vor einigen Wochen noch mal eine Erhebung gemacht im Markt, wo eben rauskam, jeder zweite Kunde nutzt in der Baufinanzierung aktuell schon ChatGPT oder ein ähnliches Tool eben wirklich zur Meinungsbildung und zur Suche nach der passenden Finanzierung. Jetzt mag für den einen oder anderen 50% vielleicht noch nicht so viel klingen. Wir waren aber vor einigen Monaten, also noch gar nicht so lange her, noch bei deutlich weniger, eher Richtung 30%. Das heißt, das ist gerade auch ein wirklich extremer Anstieg, den wir da an der Stelle sehen. Das heißt, dieses Thema KI als wie auch immer, Suchmaschine ist auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken.
Und jetzt ist es nun mal leider so, ich könnte das dir jetzt mathematisch, ich sag mal, sehr komplex erklären, aber ich spare mir das an der Stelle mal und breche so ein bisschen runter. Das Entscheidungsverhalten von der KI wirkt aktuell da noch so ein bisschen willkürlich. Also wir haben das jetzt einige Male getestet und haben einfach die KI mal gefragt, hier, liebe KI, ich überlege eine Baufinanzierung abzuschließen und bin mir nicht sicher, ob Sparkasse oder Volksbank, was würdest du mir denn empfehlen? Da kommen beide Bankengruppen ziemlich genau gleichermaßen raus. Mal hat die Sparkasse ist ein bisschen vorne, mal ist die Volksbank ein bisschen vorne, mal sagt die KI auch, kann ich mich nicht entscheiden, sind beide gut, hol dir 2 Angebote ein. Aber im Grunde genommen wirkt es so ein bisschen willkürlich aktuell. Ist es am Ende des Tages natürlich nicht. Die Frage ist jetzt halt, wie gehe ich damit um? Und wir haben das jetzt gerade kürzlich mit einer Bank mal in einem Projekt wirklich professionalisiert, das Thema Aufstellung bei der KI, dass ich da eben auch gut bei wegkomme. Und haben es da geschafft, dass wir, wenn wir die KI 10-mal gefragt haben, in 9 von 10 Fällen zumindest als Gewinner rausgegangen sind und in dem einen verbleibenden Fall die KI sich nicht ganz sicher war. Da sind jetzt viele verschiedene Faktoren am Ende einflussgebend natürlich, wie man bei der KI gut abschneidet. Um vielleicht ein Beispiel zu nennen, nur damit es so ein bisschen greifbar wird. Eine KI neigt zum Beispiel dazu, auf einer Webseite nur die oberen 20% wirklich zu lesen und zu verstehen. Das heißt, schreibe ich meine ganzen Mehrwerte als Bank in der Baufinanzierung in das untere Drittel, dann liest die KI die einfach nie, wird davon nie erfahren und die spielen halt eben dann auch in der Entscheidungsfindung keine Rolle. Das heißt, der erste Weg könnte zum Beispiel sein, die Webseite anzupassen und wegzugehen von diesem, ich sag mal, klassischen Regionalbankendesign, dass Bauen und Wohnen ein Reiter ist unter vielen und dann führen wir da auch erstmal auf, was wir alles Tolles an Finanzierung können und so weiter und so fort. Das Ganze eben etwas anzupassen, sodass es für die KI an der Stelle einfach leichter verdaulich wird. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz. Wir müssen uns darauf einstellen. Das Thema ist ehrlicherweise schon da. Das kommt nicht erst, sondern wir sind schon mittendrin. Es gibt da eben Wege und die müssen jetzt an der Stelle eben einfach auch gegangen werden. Sehr schön. Um das Ganze jetzt nochmal zusammenzubringen von den verschiedenen Themen, wenn unsere HörerInnen etwas mitnehmen möchten aus diesem Podcast, was wären so die 3 Dinge, die du nochmal mit auf den Weg geben möchtest? Ich glaube, das Wichtigste, und damit hatten wir ja auch angefangen, auch so ein bisschen der Grund, wieso wir jetzt die Studie ein zweites Mal durchgeführt haben, die Prolongationswelle ist keine Theorie mehr, sondern die Prolongationswelle ist da. Wir sind mittendrin, die Banken müssen das Thema jetzt angehen und das ist kein Zukunftsgedanke mehr. Das wäre so ein bisschen das Erste für mich. Das Zweite, wir müssen davon wegkommen, Prolongation als automatischen Prozess zu denken. Das ist es nicht mehr, das darf es auch nicht mehr sein und dafür hängt ja auch zu viel Geld dran. Das heißt, es muss wirklich ein vertrieblich eigener Prozess an der Stelle sein. Und das Dritte, wir müssen verstehen, dass unsere Kunden nicht alle gleich ticken, auch in der Prolongation. One size fits all funktioniert nicht, wird sonst ganz schnell zu one size fits none. Wir müssen uns wirklich Gedanken darüber machen, wie können wir die Kunden individuell an der Stelle eben ansprechen, um sie nicht zu verlieren. Und dann vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.